willkommen bei Piranha Becken TV. Hallo. Aus dem Dachgeschoss von Piranha Bytes. Wir zerfließen. Ja, es ist fast Mittag und jetzt geht's los. Jetzt darf ich ein Kermit-Gesicht reinschneiden? Okay. Thema heute ist, was erstellen wir per Hand? Also wir sagen ja immer, ne, es ist sehr viel Handgebautes bei uns. Wenig generisches. Entschuldigung. Alles mit der Hand gebaut, so, ne? Wenig generisches, das heißt also, dass alles auch von Hand platziert ist, von die Pflanzen und die Welt gebaut und so weiter und nichts generisches. Generisch, ja. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ja. Ab wann merkst du, dass ein Spiel generisch wird und ab wann stört es dich? Und die haben Folgendes gesagt. Wenn es keine neuen Situationen gibt, wo man handeln kann. Oder wenn immer das Gleiche wieder kommt und kein Ende hat. Oder das ist verbuggt, ganz schlimm. Merke ich überhaupt nicht. Und stört mich auch nicht. Interessant, ich finde es ich habe euch ja mal gefragt. Ich dachte, es sind viel mehr zufällig. Ich merke es nicht. Finde es halt abgefahren, dass es so viel Mühe ist und man es selber platzieren muss. Sammelquests. Ich hasse Sammelquests. Ja, wenn man sehr viel repetitive Dinge, Charaktere, Accessoires, Skins oder auch generell Verhaltensweisen von Charakteren hat, dann wirkt es auf mich immer so, als hätte man einfach an verschiedenen Stellen nicht die nötige Liebe reingesteckt in das Spiel. Und das finde ich nicht geil. Es gibt diesen super prätentiösen Begriff ludonarrative Dissonanz. Also sprich, wenn das Spiel und die Story nicht mehr zusammenpassen, wenn also sozusagen die Story sagt, hey, du musst möglichst schnell, die Welt geht unter, du musst möglichst schnell irgendwie dahin und die retten und dann sagst du, ja, aber ich angel jetzt erstmal und dann sammle ich 10 Kürbisse und so. Und dann fängt es halt an, irgendwie weird zu wirken und generisch zu wirken und unecht zu wirken. Ab da, wo klar ist, dass verschiedene Optionen eigentlich gar keine verschiedenen Optionen sind. Wenn zu viel der gleiche Kram passiert einfach. Also wenn man das Gefühl hat, die haben nur Copy-Paste gemacht und man muss ständig die gleichen Dinge machen. Also so wie, hol mir jetzt hier irgendwo Kräuter, 5 Stück und dann holst du mir da nochmal 10 und das geht mir dann irgendwann auf den Sack. So zwischendurch ist das mal ganz schön, aber... Ich merke das ganz schnell, wenn ich mehrere Quests hintereinander bekomme, wo ich immer wieder die gleichen Gegner töten muss tatsächlich. Oder bei Sammelquests. Deswegen mache ich auch generell eigentlich keine Sammelquests. Also es würde mich stören, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Location erkundet habe und komme nach einer Stunde irgendwo anders hin und stelle dort so Ähnlichkeiten fest, dann würde mir das eigentlich, da fällt mir gerade dazu spontan ein, diese typischen Köpfe, die so überall auf irgendwelche NPCs platziert sind. Und das sind so die Geschichten, wenn man das jetzt auf andere Sachen münzt, das wäre nicht so das optimale Spielerlebnis. Also generisch ist, wenn Dinge sich ständig wiederholen. Ne? Und das scheint wohl, wenn es zu einfach, zu simpel gemacht ist, wohl nicht so die Leute am Kacken zu halten. Das heißt, die haben halt keinen Spaß, wenn es sich zu viel wiederholt. Ne? Das stimmt. Tja, wie machen wir das denn? Wir machen ja alles per Hand, haben wir immer gesagt. Ja, wir versuchen das zu vermeiden. Ja. Ne? Ich glaube, das ist eine unserer Stärken, die wir auch dringend aufrechterhalten sollten. Weil ich glaube, gerade in einer Welt, die sehr groß ist, wird es ansonsten tendenziell schnell langweilig. Ne? Und die Dinge können sich natürlich auf unterschiedliche Art und Weise wiederholen und unterschiedliche Dinge stören auch den Spieler. Fangen wir mal an mit dem, was am ehesten auf der Hand liegt. Du kommst in eine Location und die sieht so aus wie eine Location, bei der du eigentlich gerade schon warst. Ja. Das ist so der Klassiker. Ne? Zum Beispiel, was weiß ich, irgendjemand hat eine Höhle gebaut, die sieht aus wie ein L. Und dieses L, das tut man dann einfach mehrmals irgendwie in deine offene Welt. Und dann denkst du natürlich spätestens nach dem 3. Mal, das L, alles klar. Ja, oh, guck mal, er hat die Truhe diesmal nicht in die linke Ecke, sondern in die rechte Ecke getan. El Dorado. Wie spannend. Oder, oh, hier ist jetzt keine Spinne drin, sondern eine Ratte. Super. Aber schöner ist es natürlich, wenn du jetzt ein L hast und ein Kreuz und einen verwinkelten irgendwie Kreis oder eine 8 und so und du hast ganz viele verschiedene Höhlen, die du irgendwie in die Welt platzieren könntest.
Aber das kostet natürlich, wie man sich denken kann, viel, viel mehr Arbeitszeit, entsprechend auch viel mehr Geld, so etwas zu produzieren. Und dann muss man irgendwie einen gesunden Zwischenweg finden. Ähnliches gilt natürlich irgendwie in Elex hatten wir auch gar nicht so viele Höhlen, da haben wir eher so innere Gebäude und Keller und sowas gehabt. Und stattdessen haben wir viel Oberwelt-Locations. Und die kann man natürlich auch auf unterschiedliche Arten und Weisen gestalten irgendwie. Beispiel, du hast ein Gebäude, ja, ein Haus. Ein Haus und du kannst dieses Haus betreten und es ist genauso aufgebaut wie das und das und das und das und das Haus. Oder du hast unterschiedlich aufgebaute Häuser und du kannst sie natürlich auch von innen völlig unterschiedlich objektieren. Also mit Bett, Schrank, Schreibtisch, Küche oder sonstigen Bestücken. Und je unterschiedlicher die Locations sind, desto interessanter sind sie. Und was auch ganz signifikant ist, selbst wenn man Gebäude oder Gebäudeteile wiederverwendet, weil irgendwas wird natürlich bei jedem Spiel wiederverwendet, sonst hättest du viel zu viele Ressourcen, die gar kein Mensch bauen kann. Also ist der ideale Aufwand, dass du irgendwie wie ein Stecksystem, ja, Sachen zusammenbauen kannst und die kannst du unterschiedlich anordnen. Das würde die Sache einmal interessanter machen. Dann kannst du sie unterschiedlich objektieren, das macht es unterschiedlich und dann färbst du das Ganze auch noch unterschiedlich ein. So, dass jedes Gebäude, das zumindest ähnlich oder gleich aufgebaut ist, ich sag mal zum Beispiel in Elex, die Konverter, die waren sehr ähnlich aufgebaut, hatten aber zumindest alle ein unterschiedliches Thema, das sie begleitet. Der eine, der war schon kaputt und war gar nicht mehr in Betrieb. Der nächste, der ist voll besetzt mit Alps und die greifen dich auf Sicht an und du hast super schwer da reinzukommen. Der nächste ist irgendwie radioaktiv verseucht und da ist irgendwas passiert und. Solche Dinge bringen natürlich auch mehr Spielspaß, wenn du weißt, hier passiert jetzt nicht genau das Gleiche, wie ich schon mal gespielt habe, sondern ich muss andere Wege finden, da zu spielen, selbst dann, wenn es optisch ähnlich ist dem, was ich vorher schon gekannt habe. Ja, und wenn du es per Hand setzt und kein Algorithmus das Ding machen lässt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich da, dass solche Dinge, solche Effekte halt nicht greifen. Ne? Zufall ist natürlich eine Sache, aber dann entsprechend platziert eine ganz andere. Beispielsweise Monster. Ne? Monster sind eine Sache, wir platzieren Monster per Hand. Das heißt also, wir sagen, wir wollen gerne eine Location haben, die so und so aussieht, wie zum Beispiel eine dunkle Höhle mit ein paar Blutflecken davor und so weiter. Und dass man da schon Respekt bekommt vor so einer Höhle, ja, und dann macht man eben nicht, dass da irgendwie nur 2 Ratten drin sind oder eben 2 Würmer oder eben der Drache oder irgendwie sowas anderes, sondern da ist dann natürlich das entsprechende, entweder der Schattenläufer oder irgendwelche anderen fetten Viecher drin, ja, die dann aber auch tatsächlich diese Situation erzeugt haben und nicht einfach generisch sind. Das heißt nicht einfach randommäßig einfach irgendwelche Monster da rein tut. Und so machen wir das mit jeder Location. Wir haben einen Zufallsmechanismus drin für Monster, den wir Respawn-Mechanismus nennen, der die Sache ein bisschen auflockert. Aber ich würde mal so schätzen, 20% der Monster, wenn nicht 30% oder so, sind mal zufälligerweise da und werden auch respawned an einigen Stellen. Die restlichen Monster setzen wir alle per Hand. Und auch in den entsprechenden Kapiteln, das heißt also, wenn die Story vorangetrieben wird, machen wir das so, dass wir tatsächlich auch die ganzen Gebiete wieder neu auffüllen, und zwar auch per Hand. Das heißt also, dass die Dinge, die da zu sehen sind, zu finden sind, dann tatsächlich auch für die entsprechenden Situationen dann auch gemacht worden sind. Das heißt, die Location passt zu dem Monster, passt zu der Geschichte, die darum erzählt wird, passt zu denen und so weiter. Ja? Nicht immer 100%, aber schon ziemlich. Gleiches gilt für Pflanzen. Ja? Alle Pflanzen, die in die Welt verteilt sind, die habe ich per Hand gesetzt und habe geguckt, wo sind wie viel genug oder nicht genug und also dass sie auch entsprechend prominent dort stehen und nicht einfach irgendwo unterm Stein sind. Das kommt halt natürlich bei so einer großen Welt auch schon mal vor, dass man Items irgendwo hin platziert. Das kann man ja mal gut sehen mit der Sonnenbrille, ne? Wenn man da, ach guck mal, da ist was unter dem Stein oder sowas, ja. Das kann natürlich passieren, weil mehrere Leute an derselben Welt arbeiten. Aber wir machen es per Hand. Und Gleiches gilt für Objekte, ne, wie zum Beispiel Tische, Stühle und so weiter. Was ganz wichtig ist, weil wenn man so etwas per Hand macht und keine Sets einfach irgendwo hinstellt, dann das wäre ja die Alternative, dass man etwas völlig
fertig objektiert und ist dann irgendwie poliert und es sieht geil aus. Das Set, das kommt jetzt überall wieder hin. Dann wirkt es natürlich schnell generisch und wir geben uns sehr viel Mühe damit, eben durch das Handplatzieren aller Objekte jeden Ort etwas unterschiedlich aussehen zu lassen, andere Geschichten zu erzählen und allem eine etwas andere Einfärbung zu geben und auch so kleine Mini-Locations. Der Klassiker war damals wie heute irgendwie, ich sag mal, der Händlerüberfall. Ja, was hier passiert? Wie kommt das Skelett an diesen Ort? Und so Kleinigkeiten, kleine Geschichten in der Welt zu erzählen, die einfach mehr Immersion erzeugen und dem Spieler irgendwie das Gefühl bieten, ich laufe hier tatsächlich durch eine Geschichte, die hier passiert sein kann. Und im Idealfall reagiert dann auch noch irgendeine Quest da drauf und dann wirkt das Ganze natürlich mehr in einem Guss. Deswegen machen wir auch solche Sachen wie, man könnte ja jetzt sagen, so eine Truhe oder ein Behältnis hat irgendwie, was weiß ich, okay, Behältnis A hat jetzt 3 Heiltränke, was haben wir hier noch rumfliegen? Kommen noch irgendwie 2 Teller rein, irgendwie ein zerfleddertes Buch und was haben wir noch? Eine kaputte Lampe. So, das ist jetzt irgendwie die Truhe A und die platzieren wir jetzt hier und da in die Ecke. Das machen wir nicht, weil das doof ist. Wir platzieren tatsächlich zuerst alle Behälter, so wie sie aus unserer Sicht irgendwie in die Welt passen und einigermaßen Sinn ergeben und zu wem die gehören und so weiter. Und im Anschluss befüllen wir die. Und dann versuchen wir natürlich auch darauf zu achten, obwohl es eine Menge ist in so einer großen Welt, dass die Sachen, die da drin sind, auch irgendwie Sinn machen. Weil wenn jetzt irgendwie so ein Händler ist und der hat da 3 Teller in seiner Truhe, da sagt keiner was. Irgendwie, wenn jetzt so ein Alp irgendwie in seiner Truhe 3 Teller hat, dann ist das schon irgendwie ein bisschen seltsam. Also bekommt er lieber irgendwie was anderes. Und, oder ein Zombie. Genau, und wenn wir... Na gut, da kann ja vorher ein Mensch gewesen sein. Genau, wenn wir alle normalen Items, sag ich jetzt mal, die ich verkaufen kann, die ich als Heilung benutzen kann oder sowas in die Truhen platziert haben, dann gehen wir nochmal über alle Behältnisse und verteilen die richtig wichtigen Sachen. Ja, die stark ins Spiel oder ins Tuning eingreifen würden, nämlich zum Beispiel starke Waffen. Ja? Die nennen wir dann die Unique Items. Die Unique Items, genau. Die werden erst zum Schluss platziert, wenn wir wissen, wie die Welt ungefähr aussieht, genau. Wenn die Dinge alle da sind und wenn wir wissen, wann irgendwie schwerere Gebiete irgendwo sind, um die Sachen möglichst homogen zu verteilen. Das gilt für besonders wertvolle Dinge, Valuables nennen wir die, ja, also wenn ich die verkaufe, dann habe ich aber auch wirklich Kohle gemacht und kann mir wahrscheinlich was Schönes dafür leisten. Oder das ist so geil, dass ich es benutzen möchte. Rüstungsteile, geile Waffen, sehr teure Gegenstände und so weiter. Oder natürlich auch Missions- und Story-Items. Die sind natürlich dann angelehnt an die jeweiligen Quests, wo die stattfinden, machen dann natürlich auch in der jeweiligen Questreihe Sinn. Und dann, auf diesem Wege füllen wir unsere Welt. Das gilt natürlich nicht nur für Behälter, sondern auch für Orte. Ja? Wir möchten sowohl, dass wenn man irgendwie eine schwierige Location irgendwie bis zum Ende durchgekämpft hat, dass man zumindest Kohle damit macht, zumindest. Oder dass man dann am Ende auch in der Welt Items findet, die da rumliegen und dann auch hübsch aussehen. Ja? Wenn ich etwas in eine Truhe tue, dann brauche ich ja kein Objekt davon. Aber wenn ich etwas in die Welt lege, dann brauche ich das schon. Ja, da muss man das sehen können, da muss es da liegen können. Und alle Items, die ein entsprechendes Objekt sind, was ich irgendwo in die Welt legen kann, die kann ich dann natürlich auch außerhalb verteilen. Dann finden wir mit verschiedenen Listen eine homogene Lösung, wie und wo man diese Sachen verteilen kann und wo sie Sinn machen. Ja, die Frage ist natürlich, was davon geben wir denn ins Outsourcing? Gar nichts. Es geht nämlich nicht. Man kann sowas nicht outsourcen, weil wenn man an der Welt arbeitet, wie sie aussieht, wo die Dinge stehen, ja, und wie die Topologie ist und so weiter, das muss alles in-house passieren. Die Gebäude geben wir auch nicht mehr raus. Wir haben das früher mal gemacht, ja, haben auch mal Gebäude rausgegeben. Objekte, okay, so wie Tische, Stühle und so, die man auch in die Welt platzieren kann, das kann man auch, sage ich mal, mit Outsourcing zusammen machen, aber tatsächlich, wie die Welt bestückt ist, wo, wann, welcher Weg ist und wie üppig das objektiert ist, die ganze Chose und so, das passiert alles in-house. Das müssen wir alles hier machen. Meiste der Sachen, die im Level sind, müssen wir auch hier machen, wie zum Beispiel die Texturen, die müssen aufeinander abgestimmt sein. Das heißt also, wenn jetzt ein total rotbrauner und ein grünbrauner und ein
pinkbrauner Stein da sind irgendwie, die müssen irgendwie so angeglichen werden, dass sie dann auch möglichst organisch und natürlich aussehen. Und das ist auch immer so das Zauberwort, das Organische, ja. Wir hatten immer den Titel, organische Welten zu bauen. Ja? Die soll so plausibel sein wie möglich, dass zum Beispiel Flüsse so ihren Lauf haben, dass es auch wirklich aussieht, als wenn der Berg erodiert ist und solche Dinge. Ja? Und das ist uns natürlich schon sehr wichtig. Kann man natürlich auch alles mit irgendwelchen Algorithmen abbilden, ja, und diverse Techniken benutzen wir auch, wie zum Beispiel erodierten Berg und so weiter, aber dann stellen wir den in die Welt und dann arbeiten wir so lange dran, dass man eigentlich das Ding gar nicht wiedererkennt danach. Ne? Das heißt, wir müssen da schon irgendwo per Hand den ganzen Kram machen. Und dazu haben wir halt sehr viele Leute im Levelbereich, sehr viele Leute im Storybereich, die gewährleisten, dass die Welt halt interessant, abwechslungsreich und eben nicht generisch bestückt wird. Früher war das so, dass tatsächlich irgendwie sogar der ganze Boden, die ganze Welt irgendwie, ich sag mal so platt, ein Objekt war. Ne? Und mittlerweile haben wir das nicht mehr irgendwie. Da kann man tatsächlich den Boden irgendwie nach oben ziehen und irgendwelche Höhen, Plateaus, Berge und sowas irgendwie darstellen. Was natürlich viel, viel schneller geht. Und dann bauen wir Objekte da rein. Ne? Das heißt, wenn wir so einen Berg haben und der hat dann einen Überhang, dann müssen dann natürlich Objekte rein platziert werden, damit das funktioniert. Aber die Ursprungstopologie von dem ganzen Level ist einmal so in einer bestimmten Größe dargestellt und hochgezogen worden irgendwie, und dann fangen wir an, irgendwie den ganzen Kram zu objektieren, Objekte reinzuhauen, irgendwie die Bodentexturen zu malen, dann Gräser oder verschiedene Pflanzenarten da drauf zu packen, irgendwie Bäume reinzustecken und so weiter und so fort. Und das passiert tatsächlich alles per Hand. Gut. Hoffentlich haben wir damit die Frage beantwortet. Ich glaube, die kam nämlich sogar aus der Community. Ne? Das kam tatsächlich mal aus der Community. Was macht ihr denn da per Hand? Wie ist das denn? Und so weiter. Vielleicht haben wir da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Aber du hast noch eine weitere Community-Frage. Nehme ich mal die Frage hier. Da hat einer gefragt, womit hattet ihr am meisten Freude? Mit der Gothic-Reihe, der Risen-Reihe oder mit Elex? Das ist echt nicht so einfach zu beantworten. Doch, ich schon. Ja, also es gab halt Projekte, die haben mehr Spaß gemacht und es gab Projekte, die haben weniger Spaß gemacht. Und jede der Reihen hat so seine Momente und seine coolen Projekte und seine Problemprojekte, sage ich jetzt mal. Ja. Und Reihen würde ich jetzt gar nicht sagen. Das heißt also eine Reihe, irgendwie, welche hat dir besser gefallen, die von Gothic oder von Risen? Schwierig, ne? Weil es hatte auch alles irgendwie immer eine andere Konstellation. Die Leute waren immer jemand anders und es ging auch immer um andere Themen. Ne? War ja nicht immer nur rein Fantasy, sondern dann kam auch so die Piratenkomponente dazu. Ne? Und irgendwie hat alles schon irgendwie Spaß gemacht und auch wieder nicht so. Das ist eigentlich eher phasenweise. Phasen eines Projektes, die Spaß machen oder weniger Spaß gemacht haben. Ja gut, ich habe es ja ein bisschen einfacher. Bei der Gothic-Reihe war ich noch Fan und war noch gar nicht hier. Ich habe mit Risen 1 angefangen. Entsprechend habe ich Gothic nur gezockt und hatte da jede Menge Spaß mit. Und dann ging es mir tatsächlich so, dass jedes Projekt, auch da das sehe ich genauso, das ist irgendwie eher Projekten phasenweise, als dass ich so eine ganze Reihe in einen Topf schmeißen würde, weil ein Projekt ist immer ein Projekt. Ja. Und für mich war jedes Projekt, in dem ich gut gearbeitet habe, immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen an der Natur der Sache, weil du selber daran mitarbeitest, wie etwas wächst und weil du selber dabei bist, wie etwas besser wird. Natürlich gibt es auch mal Phasen, die sind kacke, aber nichtsdestotrotz ist es so irgendwie, wenn du was Cooles machen willst und wir hatten immer den Anspruch, was Cooles zu machen, dann bist du auch in dem Moment voll dabei und hast da deinen Spaß. Und deswegen irgendwie, als Risen irgendwann vorbei war, irgendwie, da dachte ich, cool, das erste Projekt, bei dem ich mitgemacht habe. Und dann hatte ich aber auch voll Bock auf Risen 2 und habe da auch sehr viel, vor allen Dingen hinten raus im Spiel, machen können, was ich dann auch cool fand, ja. Auch wenn ich andere Bereiche vielleicht nicht gut fand, aber da war ich voll dabei und fand das super. Und als wir dann Risen 3 gemacht haben, dann ging es mir schon wieder so, ne? Dann habe ich gedacht, boah, geil, irgendwie, jetzt gibt es viel mehr Features irgendwie, die wir das letzte Mal überhaupt nicht ausleben konnten und so. Und dann habe ich irgendwie den anderen über die Schulter geguckt und war wieder voll dabei. Und bei Elex so richtig erst recht. Ne? Bei Elex hatte ich das Gefühl, das ging allen anderen auch so. Ja. Weil irgendwie, du hast ein neues Thema gehabt, hast viel mehr Möglichkeiten gehabt.
Ja, das hat echt viel Spaß gemacht. Freiheiten und so. Das Und stimmt. deswegen war Elex tatsächlich auch bisher mein großartigstes Projekt, muss ich sagen. Obwohl ich es zu dem Zeitpunkt damals auch ähnlich empfunden habe. Und jetzt geht mir das schon wieder so. Das ist schön. Mir auch, ja, finde ich auch. Beim aktuellen Ding. Gut, dann kommen wir zur nächsten Sektion. Und zwar der Trophy Box. Dann schauen wir mal da rein. Vielleicht suchst du dir einfach mal was aus von dem Zeug hier. Wie wär's denn mit dem hier? Das passt irgendwie zum Wetter. Ja? Oh. Ja? Komm, Machen wir die? Ja, super. Das Gut, ist machen wir ja die. So. sonst irgendwie kaum Sauerstoff hier. Hier. So. Marcy und Dirk, Dirty Dirk von Nerdstar. Die haben uns ihr Maskottchen mitgebracht, ja, und zwar die Flamingos. Und die sollten wir jetzt hier mir irgendwie, und vor allem passend zum Wetter, ist das natürlich auch schon... Alter, das ist natürlich schon... Geile Viecher. Das ist deren Maskottchen und auch viele Emojis haben die als Flamingo. Hinweis an den Editor, der das hier schneiden wird. Mach es, dass es möglichst spannend ist. Am besten, ja. Ha, erster. Alter! Genau. Wir waren jetzt auch schon öfter bei Nerdstar TV eingeladen, bei Twitch. Und das hier ist das tolle Maskottchen. Und Marci und Dirk haben uns auch besucht. An der Stelle Grüße an das ganze Team von Nerdstar. Die haben klein angefangen. Coole Leute, wachsen fleißig. Schaut doch einfach mal rein. Ab und zu gibt's jemanden von uns da auch zu Gast. Und vielen Dank an der Stelle für diese schönen, tollen Flamingos. Hier, guck mal, der Durst. Ja, geile Viecher. Vielen Dank. Wir brauchten nur noch den passenden Pool für die Dinger, ne? Oh ja, das wäre schön. Weil, ja, es ist schon ziemlich warm geworden und... Der Hoshi hat ja vorgeschlagen, den kompletten unteren Bereich des Gartens zu fluten. Ja? Okay. Das fände ich jetzt schön. Das wäre toll. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Flamingos. Nerdstar TV, ne? Also reinschauen, weil die Jungs und Mädels da sind echt cool. Vielen Dank fürs Zuschauen, unserem Kram hier, ne? Piranha Becken TV. Und wir hoffen, wir sehen euch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ja, man müsste den ja eigentlich irgendwo mal hin platzieren, ne? Am besten hier oben an die Wand hängen oder so. Ja, gut, Hier, okay. stapeln. Hier, guck mal. Stapeln? Stapeln. Stapel. So. So. Ich glaube, so geht's.